River Towns ist ein Städtebau-Puzzle-Game, in welchem wir mit Tetris-förmigen Blöcken nach und nach eine aufblühende Stadt bauen. Er schlägt mit seinem Gameplay und seiner Aufmachung dabei in eine ähnliche Kerbe wie das vielseits gelobte Dorfromantik aus dem Jahr 2022 von Tucana Interactive. Es bleibt aber sein eigenes Spiel und ist nach einmaligem Spielen auch nicht mehr zu verwechseln. Ob sich die 14,99 lohnen und wie ihr direkt einen Key für das Spiel gewinnen könnt, erfahrt ihr hier. Eine typische Karte in River Towns spielt sich wie folgt. Zunächst platziert man die Flussquelle, welche bestimmt, wo wir auf der Karte unsere Stadt beginnen. Anschließend können wir auf den Feldern, die an der Quelle anliegen, unsere ersten Stadtteile platzieren. Alle daran anliegenden Felder werden dann für die weitere Bebauung freigeschaltet. Zu Beginn der Kampagne sind die platzierbaren Bewohner das blaue Freefolk, welches später vom orangenen Altadel und lilanen Klerus ergänzt wird. Je länger wir es schaffen, dabei ein zusammenhängendes, farbenreines Stadtteil zu bauen, desto mehr Punkte gibt es bei der Abrechnung am Ende des Levels. Dabei hilft uns, dass es graue Teile gibt, die als Joker verwendbar sind und für alle Stadtteile gelten. Durch geschicktes Setzen kann man dadurch Städte bauen, die sehr kunterbunt aufgebaut sind und die vor allem die späteren Anforderungen der Sonderfelder erfüllen, ohne unsere Streak zu unterbrechen. Unter den erwähnten Sonderfeldern gibt es Felder, die bebaut werden oder auch Felder, die komplett umstellt werden wollen. Andere wollen an eine bestimmte Farbe angeschlossen werden. Das heißt, auch wenn das Spielkonzept die gesamte Kampagne über gleich bleibt, wird es durch neue Anforderungen ans Bauen doch auch immer frisch gehalten. Während meiner Spielzeit wurde mir fast nicht langweilig und ich habe das Spiel sehr schnell durchgespielt, um dann nochmal einige Levels wieder zu spielen, um eine bessere Wertung zu bekommen. Nach geschafften Karten schaltet man neue frei, bis man am Ende einer Welt an der großen Welttüre angekommen ist. Hat man bis dahin genügend Karten gut genug abgeschlossen, schaltet man die nächste Welt frei. Wenn man in den Leveln aber partout nicht genug Punkte sammeln konnte, ist das nicht tragisch, da es optionale Extra-Level gibt, die spätestens dafür sorgen, dass man in die nächste Welt kommt. Wie lange kann man denn nun mit River Towns verbringen? Nachdem wir das Story-Intro gesehen haben, beginnt unsere Reise durch die erste der 3 spielbaren Welten. Die 4. Welt besteht aus einer einzigen Karte plus Epilogkarte. Über die 4 Welten verteilt gibt es insgesamt 40 Karten, für die ich circa 8 Stunden gebraucht habe. Um alle Karten auf 100% zu bekommen, würde ich vermutlich nochmal 2 oder 3 Stunden mehr brauchen, da es immer ein wenig vom Baugeschick und ein bisschen vom Glück abhängig ist, welches Teil man wann bekommt. Zusätzlich gibt es den Challenge Mode, welcher regelmäßig eine neue Karte mit verschiedenen Mutatoren liefert. Des Weiteren gibt es einen Level-Editor, mit welchem man neue Karten bauen und sie mit der Community teilen kann. Das geht ganz angenehm über den Steam Workshop, welcher zum aktuellen Zeitpunkt, 3 Tage vor Release, offensichtlicherweise leider noch sehr karg wirkt, aber über Zeit bestimmt noch ein paar Karten bekommen wird. Die Grafik ist niedlich comicartig gehalten. In jedem Gebäude passiert etwas und überall wuseln kleine Bürger, die sich freuen, dass sie in einer schönen Stadt wohnen dürfen. Ein Preis für herausragende Grafik wird das Spiel damit nicht gewinnen, aber sie ist sehr stimmig und bedarf meiner Meinung nach auch keinerlei Realismusgrad. Ein Ingame-Tag-Nacht-Wechsel wäre zwar für die Stimmung nett gewesen, aber ist spieltechnisch erstmal nicht relevant. Dafür gibt's den im Fotomodus, damit man seine Stadt, ob früh oder spät, von ihrer schönsten Seite zeigen kann. Die deutsche Lokalisierung weist einige Rechtschreibfehler hier und da auf, ist auch an manchen Stellen vermutlich ohne Kontext oder zumindest recht holprig übersetzt worden, aber weist keine großen Mängel auf. Das Spiel ist ohne Probleme verständlich und spielbar. Löblich ist, dass die Fehler, die mir beim Schreiben des Tests aufgefallen sind und die ich gemeldet habe, innerhalb kürzester Zeit gefixt wurden. Dasselbe gilt für andere Bugs, die hier und da auftauchten. Gefühlt war jedes Mal, wenn ich einen Bug meldete, eine gespielte Runde später ein neuer Patch da. Ich hoffe, dass also jede Runde, die ihr spielen werdet, ohne Bugs verläuft, da es doch sehr ärgerlich ist, wenn einem dadurch Punkte verloren gehen und man keinen oder einen sehr viel schlechteren Platz im Leaderboard bekommt. Der bereits erwähnte Level-Editor ermöglicht es uns, frische Level zu bauen. Leider dürfen wir dabei nur auf einen Teil der in der Kampagne vorgestellten Sonderfelder zurückgreifen. Des Weiteren ist die Form eines Levels immer quadratisch, auch wenn wir praktisch Levelbegrenzungen auf die Karte stellen können, um so die Form nochmal ein wenig anzupassen. Da die größte Karte aktuell aber nur 20×20 Felder groß ist, werden SpielerInnen erstellte Karten zunächst hinter den Kampagnenkarten zurückbleiben. Laut Entwickler soll aber hier noch nachgebessert werden, worauf ich mich schon freue. Im Gegenzug dürfen wir hier aber Stadtteile für unsere Nachziehstapel verwenden, die es in der Kampagne nicht gab und die nochmal spannendere Stadtviertel ermöglichen. Zwischen SpielerInnen und EntwicklerInnen gab es vor Release eine Kontroverse bezüglich der Undo-Funktion. Dem Spiel fehlt aktuell nämlich eine Funktion, um das zuletzt gesetzte Stadtteil wieder zurückzunehmen. Nach einigem Hin- und Herargumentieren ist das Dev-Team jetzt bei dem Punkt angekommen, dass es die Undo-Funktion in einem Experimental Branch als Beta veröffentlichen wird, sodass das Balancing und die Usability des neuen Features getestet werden kann. Wie ihr den Branch selbst testen könnt, verlinke ich euch unten in der Beschreibung, sobald der Branch live geht. Laut Entwickler sollte das noch vor dem Release am Montag sein. Es scheint also, als ob auch künftig Weiterentwicklungen und Verbesserungen anstehen. Eine öffentliche und entsprechend mehr oder weniger feste Roadmap gibt es bisher noch nicht, aber wenn wir nach den Vorstellungen und Hoffnungen der Entwickler gehen, würden sie noch ein paar mehr Welten bauen.
Ein Feature, welches außerdem im Gespräch war, ist ein Sandbox-Modus, in welchem freieres Bauen möglich sein soll. Ob und wann das dann mit oder ohne Punktebewertung gespielt werden kann oder ob wir besondere Regeln für ein endloses Bauen bekommen, das wird erst die Zukunft zeigen. Vor dem abschließenden Fazit hier noch der Hinweis für das Giveaway. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon auf der Wunschliste hattet oder es jetzt draufschreibt. Unter allen Kommentaren, die hierauf antworten, wird bis zum Freitag der erste Key verlost. Ein weiterer wird auf meinem Discord verlost. River Towns wird meiner Meinung nach bei vielen Leuten gut ankommen. Ein guter Indikator ist dafür unter anderem der erfolgreiche Kickstarter, der in unter 2 Wochen das Kampagnenziel erreichte und über seine gesamte Dauer über 800 Backer von sich und 4 Stretch Goals überzeugen konnte. Mit den 200% Funding wurde dann in den darauffolgenden Monaten ein sehr cooles Spiel gebaut, welches eine ansprechende Puzzle-Mechanik hat und mit seinem Level-Editor noch viele Stunden mehr Unterhaltung verspricht. Zu hoffen bleibt, dass der Editor noch weitere Funktionen und Quality-of-Life-Verbesserungen behält und dass vielleicht auch Features wie eigene Kampagnen möglich werden. Einziger Kritikpunkt meinerseits, aber der ist auch sehr vernachlässigbar: die Story, die zu Beginn noch mit dem Intro eingeläutet wurde, wird während der Kampagne nur in den Kartenbeschreibungen erzählt und wird insgesamt sehr stiefmütterlich behandelt. Ein Outro bekommen wir auch nur, wenn wir die letzte Karte der Kampagne mit der Höchstpunktzahl schaffen. Aber da die Story nicht das Wichtigste am Spiel ist der Umstand auch nur schade und nicht weiter tragisch. Ich hatte jedenfalls viel Spaß mit River Towns und bin froh, dass mir die Entwickler einen Key für mich, 2 für euch und ein wenig Geld für das Coverage des Spiels zukommen ließen. Darum nochmal vielen Dank an die Devs und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Habt ihr die Demo schon angeschaut? Lasst es mich gerne wissen und denkt an das Giveaway. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.